Hi, ich freue mich, dass du heute wieder bei mir bist. Ich wünsche dir nun ganz viel Freude bei dem Video. Ja, lass uns heute ein Stück Natur auf die Leinwand bringen. Ich grundiere meine Leinwand immer gerne mit Gesso vor und lasse diese anschließend gut trocknen. Mit Zeichenkohle skizziere ich ganz grob Areale auf meiner Leinwand vor, die ich verschiedenfarbig gestalten möchte. Ja, ich fange mit der dunkelsten Farbe an und arbeite mich so Schritt für Schritt zu den helleren Tönen vor. Heute wollte ich eine abstrakte Wiese andeuten und manchmal habe ich schon so ein konkretes Farbschema im Kopf. Ansonsten hole ich mir Inspirationen entweder aus dem Internet oder aus Büchern oder auch selbstgeschossene Fotos direkt aus der Natur. Diese können auch wunderbar als Anregung dienen. Wenn die Farbe noch feucht ist, kannst du mit einem spitzen Gegenstand wunderbar zum Beispiel interessante Muster reinkratzen. Dafür kannst du einen Zahnstocher nutzen oder wie ich es gerne mache, mit dem Ende eines Pinsels. In diesem Arbeitsschritt lasse ich mich ein Stück weit von meiner Intuition leiten. Ich probiere aus, wie die Farben reagieren und welche Struktur dabei entsteht. Ja, und wenn mir etwas nicht gefällt, male ich einfach so lange darüber, bis es sich wieder stimmig für mich anfühlt. Eine Übersicht über die Materialien, die ich regelmäßig benutze, findest du unten im Link in der Videobeschreibung. Weißt du, ich finde, abstrakte Malerei bietet so unglaublich viel Raum für Kreativität und persönliche Entfaltung. Und gerade auch für Anfänger ist abstrakte Malerei perfekt, weil sie ohne feste Regeln auskommt. Ja, es ist immer wieder schön, mit euch meine Leidenschaft für die Kunst zu teilen. Also danke, dass ihr dabei seid. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Bis nächsten Sonntag. Tschüss!